kann wirklich immer noch nicht glauben, dass ich hier am Flughafen stehe und das Land verlassen werde. Oh mein Gott, ihr glaubt nicht, was mir passiert ist. Und zwar hat es mir in Vietnam so gut gefallen, dass ich eigentlich nochmal aus- und einreisen wollte. Und dann hat man dann nochmal die Chance auf 15 Tage Verlängerung, ohne dass man irgendwie was beantragen muss oder so. Aber dafür darf dein Visum halt nicht abgelaufen sein. Und kennt ihr das, wenn man mitten in der Nacht aufwacht und sich so denkt, Digga, warte mal. Und aus dem Nichts, wie ihr sehen könnt, ich bin gerade aufgewacht, kam mir einfach in den Kopf, ist dein Visa noch gültig bis zum 25. oder bis zum 22.? Und dann konnte ich natürlich nicht schlafen, bin aufgestanden, hab's gecheckt. Mein Visum ist schon vor 2 Tagen abgelaufen. Und jetzt weiß ich nicht, wie es weitergehen wird. Ich wollte halt so, das nennt man Visa-Run machen. Da geht man einmal über die Grenze und wieder zurück. Aber jetzt ist mein Visum schon abgelaufen vorher und ich weiß nicht, was passieren wird. Werden die mich wieder reinlassen? Wie viel Strafe werde ich zahlen? Bekomme ich irgendeine höhere Strafe, größere Strafe? Im Internet findet man nichts Einheitliches. Jeder sagt irgendwie was anderes. Ich weiß auch nicht, wie mir das passieren konnte, Alter. Ich weiß nicht, wie mir das passieren konnte. Wie kann ich vergessen, dass mein Visum abgelaufen ist? Jetzt muss ich warten, bis zur Grenze sind. Also es geht erst in 1 Stunde los, dann 6 Stunden fahren. Jetzt wird 7 Stunden richtig Ungewissheit. Es wird alles scheiße. Ich hoffe, es wird alles gut laufen. Ich hoffe, die lassen mich einfach so wieder ins Land rein. Vor allem wollte ich auch einfach meinen Koffer in der Unterkunft lassen. Jetzt muss ich aber alles mitnehmen, weil was ist, wenn die mich nicht reinlassen? Dann liegen hier meine Sachen, ich komme nicht zurück, ich komme nicht ran. Alles so scheiße. Wie konnte mir das passieren, Mann? Wie? Ich weiß, wie mir das passieren konnte, weil mein Visum wurde am 22. ausgestellt, ich bin aber erst am 25. eingeflogen und dachte mir so, ja, dann hast du bis zum 25. Zeit, Digga, ich bin so dumm. Okay, ich bin gerade angekommen, die haben mir gesagt, ich kann den Visa-Run nicht machen. Zum Glück waren die so korrekt, haben direkt gesagt, ja, wir geben dein Geld wieder und die werden mir jetzt erklären, was meine Optionen sind. Also ich bin jetzt beim Einwanderungsamt in Da Nang angekommen. Ich hatte 2 Möglichkeiten, entweder werde ich rausgeflogen und wieder eingeflogen oder ich komme jetzt hierhin, erkläre, dass ich zu dumm war, daran zu denken, dass mein Visa schon abgelaufen ist. Muss das dann ein bisschen verlängern. Keine Ahnung, wie die Prozedur ablaufen wird. Die verlängern das dann so, dass ich am Montag dann nochmal den Visa-Run machen kann. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Die machen erst in 1 Stunde auf, bin zu früh da. Ich werde jetzt erstmal was essen. Und danach wird hoffentlich alles reibungslos ablaufen. Aber jetzt erstmal was essen. Ich liebe diese Suppe Pho. Okay, jetzt wird's problematisch, weil ich aus Hanoi hier erst neu hergekommen bin nach Da Nang. Können die hier mein Visa nicht verlängern, auch nicht den Overstay, was auch immer. Jetzt muss ich das da machen, wo ich... keine Ahnung. Ich gehe jetzt erstmal nach, er hat jetzt gesagt, ich muss jetzt erstmal nach Hoi An und da gucken, was die für mich machen können. Im schlimmsten Fall muss ich entweder nach Hanoi und da das verlängern. Oder das Land verlassen, wir werden es sehen. Also ich bin jetzt nochmal zurück nach Hoi An gekommen, wo meine Unterkunft ist. In Da Nang konnten sie mir nicht helfen. Das ist halt 50 Minuten Unterschied, weil ich ja eigentlich von da den Visa-Run machen wollte. Die Unterkunft hätte mich eigentlich auch nicht aufnehmen dürfen. Den hätte das auffallen müssen, dass mein Visum abgelaufen ist. Jetzt probiere ich es halt nochmal hier in Hoi An im Einbürgerungsamt. Keep you updated. Ja, richtig geraten. Ich werde abgeschoben, beziehungsweise wurde abgeschoben, beziehungsweise gibt es eine Menge dazu erzählen. Haltet euch fest. Also die 2 Einbürgerungsämter, bei denen ich war, die 2 Agencies, keiner konnte mir weiterhelfen. Deswegen muss ich jetzt das Land verlassen. Und zwar mache ich es wie folgt. Ich fliege jetzt nach Malaysia, nach Kuala Lumpur und verbringe dann da irgendwie 12 Stunden und fliege wieder zurück, weil das war wirklich die einzige Möglichkeit. Beziehungsweise ich hatte 2 Möglichkeiten. Die erste war halt dieses Ein- und Ausreisen und es ist sogar die günstigste Möglichkeit gewesen. Ich habe jetzt mit dem Flugticket und der Strafe insgesamt 160 € bezahlt. Unnötige 160 €. Mich hätte der Visa-Run, wenn ich es zum richtigen Zeitpunkt gemacht hätte, nur 50 € gekostet. Aber die andere Möglichkeit wäre gewesen, dass ich diese Agency, diese Agentur beauftrage, die dann für 250 € versuchen, das so hinzukriegen. So, und dann ist es nicht mal sicher, dass das klappt, weil ich hätte auch, weil sie ihre Agentur in Da Nang hat, dann hätte ich ein Hotel finden müssen, das mir für die letzten 3 Tage bescheinigt, dass ich da war,
Das macht aber kaum einer. Hier am Flughafen musste ich dann in das Büro des Einwanderungsamtes. Da hat der Mann lange hin und her telefoniert. Er war zum Glück nett. Er wollte, dass ich ihm irgendwelche Adressen nenne, wo ich war. Und dann wollte ich ihm das von meinem Handy zeigen. Es hat nicht geladen, nichts. Ich konnte ihm keine Adressen zeigen. Ich habe ihm gezeigt, weil die konnten noch irgendwie nicht glauben, du bist hier nur zum Reisen. Willst du nochmal her? Ich so, ja, Vietnam ist voll geil, bla bla. Habe ihm dann so meinen YouTube-Kanal gezeigt. Das hat ihn so ein bisschen überzeugt, dass ich wirklich nur reise und Videos mache und so. Wie gesagt, hatte so eher so, when my boss says okay, it's okay. Dann hat er angerufen und dann meinte er so, ja, okay, kein Problem. Da musste ich halt $54 Strafe zahlen. Aber wie gesagt, alles kein Problem. Ich kann ausreisen, einreisen. Es wird jetzt ein echt anstrengender Tag, Nacht werden. Für die Leute, die sich fragen, warum ich nicht einfach in Malaysia bleibe, ja, die Scheiße ist, dass ich schon vorher ein Hotel gebucht hatte, 2 Wochen, das wurde direkt von meiner Karte abgezogen und die haben deswegen auch gesagt, ja, wir können dir das nicht zurückerstatten. Das heißt, ich hätte doppelt buchen müssen. Viel, viel mehr Geld wäre draufgegangen und ich hatte einfach das Gefühl, dass ich nochmal zurückkommen sollte, keine Ahnung, kann es nicht beschreiben, ist einfach so, wie gesagt, günstigste und wirklich stressfrei würde ich nicht sagen, aber sicherste Methode war raus und reinfliegen. Deswegen mache ich das jetzt einfach. Das war so ein anstrengender Tag. Ich bin froh, dass das Schwitzen und die Zitterpartie ein Ende hat. Jetzt warte ich auf meinen Flieger. Wenigstens soll der Flughafen in Kuala Lumpur mega schön sein und richtig groß. Das hat sich richtig gelohnt. Ich kann wirklich immer noch nicht glauben, dass ich hier am Flughafen stehe und das Land verlassen werde. Ich kann wirklich nicht glauben, was das für ein Tag war. Also alles gut so. Gibt Schlimmeres, viel Schlimmeres. Aber man denkt immer so, ja, das passiert einem nicht, bis es einem passiert. Es war ein richtig anstrengender Tag. Ich bin froh, dass sie es dann doch noch irgendwie gelöst hat, weil ich echt noch ein paar Dinge in Vietnam vorhab. Aber ja, crazy. Ein guter Kollege von mir würde jetzt sagen, crazy. Also ich bin jetzt in Malaysia angekommen. Zum Glück haben die direkt am Flughafen ein riesiges Einkaufszentrum. Hier gibt es wirklich alles. Und wenn ich alles sage, meine ich alles. Weil in die Stadt dauert es richtig lange von hier. Deswegen werde ich die Nacht jetzt hier verbringen. Ich hoffe, das geht klar bei dem Angebot. Ich kann immer noch nicht glauben, dass mir das passiert ist. Aber ja. So, ich habe mich jetzt hier in so einem Massagestuhl gechillt, ohne den anzumachen, weil ich finde die Scheiße. Nur noch 10 Stunden, dann geht's los. Immer noch am Warten. Oh mein Gott, ich habe es einfach geschafft. Ich bin zurück in Vietnam. Das waren die anstrengendsten 39 Stunden meines gesamten Lebens. Ich habe nicht geschlafen, außer im Flugzeug. Ein paar Stunden. Vermeidet auf jeden Fall den Fehler. Achtet auf euer Visum, Leute, sonst habt ihr diesen riesigen Stress vor euch. Es wäre alles so viel einfacher gewesen, wenn ich einfach am richtigen Datum ausgereist wäre. Bin ich aber nicht. Vermeidet es.